100 Jahre Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine. Mitten in Karlsruhe steht eines der ältesten Institute Europas für den konstruktiven Ingenieurbau. Und weltweit bis heute auch eines der renommiertesten, sowohl als Prüfanstalt wie auch als Quelle für Spitzenforschung im Stahl- und Holzbau. Die Geschichte der Versuchsanstalt beginnt 1921 mit dem Dienstantritt von Ernst Garber, einem Schüler von Friedrich Engesser an der Technischen Hochschule in Karlsruhe. Sein Prüfraum für Lehre und Forschung besteht bis heute. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern sind Experimente für ihn ein Kern der Forschungsarbeit. 1941 wird der Garber-Turm errichtet. Darin die damals größte stehende Prüfmaschine der Welt. Maximallast 5000 Tonnen, ein halber Eiffelturm. In den folgenden Jahrzehnten wurde die Versuchsanstalt durch viele namhafte Professoren geprägt, modernisiert und fachlich erweitert. Hinzu kommt zum Beispiel der Leichtbau oder intensive Normungsarbeit. Die jüngere Geschichte beginnt 1995 mit Hans-Joachim Blass als Leiter des Lehrstuhls für Holzbau. 2010 wird er mit dem Markus-Wallenberg-Preis geehrt, von manchen als Nobelpreis der Holzforschung bezeichnet. Der Verdienst von Blass? Seine wegbereitenden Arbeiten zu selbstbohrenden Holzschrauben. Unter der Leitung von Thomas Ummenhofer wird die Forschung am Lehrstuhl für Stahl- und Leichtbau intensiviert. Schwerpunkte werden auf die Schweißnaht-Nachbehandlung, das Kleben, die Bauwerkserhaltung und die Nachhaltigkeit gelegt. 2021, 100 Jahre nach der Gründung der Versuchsanstalt, übernimmt Philipp Dietsch von Hans-Joachim Blass die Leitung des Holzbaulehrstuhls. Im Laufe der 100-jährigen Geschichte der Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine haben hunderte Mitarbeitende, Promovierende und Diplomanden den Erfolg der Einrichtung mitgeprägt und gesichert. Das ist auch heute noch so. Im Rahmen unserer Arbeit folgen wir strengsten wissenschaftlichen Prinzipien. Unsere Ergebnisse münden in umsetzbare Empfehlungen für die Praxis. Wir passen unsere Forschung laufend an, weil sich die Anforderungen stetig ändern. Innovationen auf den Prüfstand stellen, das ist unser Tagesgeschäft. Expertise und Engagement prägen unsere Lehre. Die Versuchsanstalt zählt international zu den führenden Forschungsinstituten im Stahl- und im Leichtbau sowie auch im Holzbau. Hier wird die Entwicklung neuer Werkstoffe, neuer Produkte und vor allem auch neuer Verbindungstechnologien auf den Weg gebracht. Damit überzeugt die Versuchsanstalt heute und auch in Zukunft ihre Partner und Kunden. Unser Ziel ist es, mit Forschung, Innovation und Lehre die Herausforderungen im Bauwesen entschlossen anzugehen. Für eine sichere, klimaneutrale und ästhetisch gebaute Umwelt. Wir freuen uns darauf, die kommenden Aufgaben anzupacken. Mit Ihnen.